Ich glaube, hier unten kann jetzt jeder meiner Nachbarn wirklich sehen und hören, was ich hier mache. Das ist auch ein bisschen komisch. Hallo Internet. Alles klar? Es ist mal wieder eine Woche her, dass ich ein Video gemacht habe, glaube ich zumindest, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran, wie ich letzte Woche gesagt habe, dass ich in Zukunft vielleicht wieder regelmäßiger Videos machen werde, aber auch zeitgleich versuche, die Qualität davon zumindest nicht noch weiter absinken zu lassen. Das Video hier soll so ein Anfang sein, denn ich habe mir mal was Neues gegönnt. Ihr seht es vielleicht. Ich bin besser ausgeleuchtet als jemals zuvor. Ob das jetzt besser ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber zu verdanken ist das 2 Softboxen, die ich mir besorgt habe, die natürliches Licht aus der Steckdose liefern. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen was bringt. Gerade die letzten Wochen habt ihr nämlich vielleicht bemerkt, dass es immer schon so leicht am Dämmern war, wodurch dann das Bild auch krisselig wird. Aber auch jetzt bei dem Dreh für dieses Video habe ich das wieder bemerkt. Denn, was ihr gerade nicht sehen könnt, ist, ich bin jetzt in meinem Keller. Vielleicht hört ihr es ein bisschen, weil es hier halliger ist. Sonst habe ich das immer in meinem Zimmer gemacht. Allerdings hatte ich da gefühlt nur 4 Quadratmeter Platz. Und da passt kein Greenscreen und 2 vernünftige Lichter hin. Und ich noch irgendwo dazwischen. Ich meine, allein ich brauche viel zu viel Platz. Und weil wir gerade praktischerweise sowieso in den Keller entrümpelt haben und ich oben keinen Platz mehr hatte, bin ich sozusagen mit meinem Studio hier in den Keller gewechselt. Hier kann ich in Zukunft auf jeden Fall vernünftiges Zeugs drehen. Was genau das wird sich zeigen. Mal abwarten, ich weiß es ja selbst noch nicht. Der Umzug in den Keller hier war im Grunde gar nicht so kompliziert. Ich habe leider kein Bildmaterial von dem Keller, damit ich euch zeigen kann, wie es hier vorher aussah. Andererseits wollt ihr das auch gar nicht sehen. Ich habe während des Entrümpels dann auch mal irgendwann angefangen, Clips zu machen, damit ich euch was davon zeigen kann. Also der Keller ist jetzt, sauber ist das falsche Wort, aber im Vergleich zu vorher um Welten besser. Ihr habt gar nicht gesehen, wie der ganz am Anfang aussah, weil ich schon letzte Woche mal hier unten war mit meinem Vater zusammen. Da haben wir hier schon angefangen auszuräumen und ja, da kamst du im Grunde gar nicht in den Keller. Jetzt ist schon wesentlich besser und mein Plan ist, hier kommt später der Greenscreen hin und die 2 Softboxen in die Ecken. Dann habe ich natürliches Licht und nicht mehr diese Funzel, die mich jetzt beleuchtet, wie ihr wahrscheinlich bemerkt, falls ihr überhaupt was seht. Ja, und dann gucken wir uns auch mal gleich an, wie das aussieht mit Greenscreen und Softboxen. So, als nächstes baue ich mal wieder den Greenscreen auf, denn dann wird man diesen ganzen Kram hier nicht mehr sehen. Dazu habe ich noch mal hier die Stützen genommen. Ich werde erstmal dafür sorgen, dass sie auf der gleichen Höhe sind, damit ich anschließend die Stange dazwischen platzieren kann. Hier haben wir dann diese Pinöppel, die man eindrücken kann, damit man die Stange runterschiebt und anschließend hier einrastet. Jetzt habe ich hier diese Clipper besorgt und weggeworfen. Mit diesen Clippern hier kann ich den Greenscreen zumindest da oben einklemmen. Ich weiß nicht, ob der Greenscreen an sich jetzt hoch genug ist. Ich kann den immer noch doppelt so hoch machen, aber ich möchte den nicht hier auf den Boden hängen lassen, weil dann wird er nur dreckig, da habe ich nichts von. Darum werde ich jetzt erstmal die Höhe anpassen. Jetzt müsst ihr zumindest den Kram dahinter nicht mehr sehen. Das ist jetzt die erste Softbox, die zweite baue ich jetzt gleich auf. Ich bin gespannt, was da wohl drin ist. Als wenn ich das nicht wüsste. Ich habe das Gefühl, hier könnte eine Birne drin sein. Hier drin ist der Schirm. Und das hier sind die Stangen. Staubsaugen werde ich auf jeden Fall nochmal müssen, weil die ganzen Spinnnetze und den Staub, den wird man hier sowieso nicht los, aber man kann es zumindest reduzieren. Ich muss dazu sagen, dieser Keller hier wurde schon seit 20 Jahren nicht mehr benutzt. Wir haben da vorne eine Standbaumaschine und sowas stehen, also eigentlich ganz cooles Zeugs, aber seit 20 Jahren wurde es einfach nicht mehr benutzt und so sah der Keller im Grunde dann auch aus. Von der Anna habe ich in den Kommentaren ja schon gehört, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, wenn ich mal Farbkorrektur betreiben würde in den Videos. Das hängt natürlich auch sehr mit dem Licht zusammen. Daher hoffe ich, dass ich jetzt in der Lage bin, Farbkorrektur zu betreiben, so dass sich das auch lohnt, weil vorher, vielleicht ist sie auch gar nicht mehr nötig. Das wird sich alles zeigen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, war das Entrümpeln und das Einräumen dieses Studios relativ zeitaufwendig. Darum habe ich dieses Wochenende nicht mehr viel gemacht. Außer Briefe schreiben. Wie vielleicht der ein oder andere von euch weiß, habe ich ja einige Freunde im Ausland, mit denen ich immer wieder mal Briefe schreibe. Und das ist die letzten Wochen echt wenig gewesen. Bis genau diese Woche. Denn ich habe diese Woche noch einen Brief nach Amerika geschickt. Und so wie es aussieht, werde ich auch endlich mal nach, ich glaube, 5 Jahren meiner langjährigen Freundin aus Amerika, deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, einen Brief schicken.
Das muss was Gutes werden. Da bin ich mal gespannt, was mir da einfällt. Wie ihr auf jeden Fall sehen könnt, ist hier jetzt alles vorbereitet für richtig coolen Content, der jetzt ganz bestimmt von alleine aus meinem Kopf kommt und den ihr dann die nächsten Wochen hier sehen könnt. Ich bin selbst, glaube ich, am meisten gespannt. Ich freue mich auch tatsächlich schon. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr werdet nächste Woche wiederkommen und ja, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Richtig, abschalten.